Herzlich willkommen, guten Abend zu dem Vortrag, wie können wir das Fundament legen für glückliche Beziehungen. A very warm welcome to this talk with Kanan from Botswana about laying the foundation for happy relationships. First, we will meditate for about 20 minutes, and then Kanan I will hand over to Kanan and to Anna for the translation. So, wir werden 20 Minuten etwa meditieren und dann kommt dann der Vortrag mit Kanan. Okay. Ich lade euch ein, euch zu entspannen. I invite you to relax. And just take this time for yourself and disconnect from the outer world. Nimm dir die Zeit für dich selbst und löse dich von der Welt draußen. Der Atem geht ruhig und langsam. Your breathing is going slowly and quiet. Und mit jedem Atemzug kannst du noch etwas mehr loslassen. And with every breathing, you can let go even more. Einfach loslassen. Nichts mehr tun müssen. Der Geist darf sich ebenfalls entspannen. Just letting go. You don't have to do nothing. Just let go. And your mind can relax even more. Diese Zeit ist für mich selbst. Es ist eine höchst wertvolle Zeit. This time is for myself, a very precious time. Wo ich eintreten kann in mein innerstes Heiligtum.
This time is for myself, where I can enter into my inner holy space. There I find a place of comfort, of peace, of just being myself. Und dort an diesem Ort finde ich Ruhe, Zufriedenheit und einfach mit mir selbst sein. Und ich frage mich selbst, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? And I ask myself, who am I? Who am I really? And the answer comes immediately. You are a very beautiful being, an eternal being of light and might. Die Antwort kommt sehr schnell. Du bist ein ewiges Wesen. Ein ewiges Wesen voll von Licht und Kraft. Und in diesem Bewusstsein stabilisiere ich mich jetzt. And in this consciousness, I stabilize myself right now. Es ist so wunderbar, einfach da zu sein, mit mir selbst, im Licht zu sein, leicht zu sein. It's just beautiful and wonderful to be in that light, to feel light. Nothing else is important anymore.
Nichts mehr ist wichtig. Nur da zu sein, in diesem innersten, wahrsten Sein, das ich bin. Nothing is important. Only be in this innermost original being of light. That's me. In diesem Bewusstsein ist es ganz einfach, ganz natürlich, mich zu verbinden mit der Quelle, mit der höchsten Quelle. In this consciousness, it is very easy, very natural to connect with the source, with this highest source. Es ist einfach ein Erinnern daran, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Dieses Erinnern ermöglicht die Verbindung in jedem Moment, in jeder Sekunde. It is just remembrance. I remember who I am and to whom I belong to. When I remember, this connection is there in every moment, every second. Right now. Da verbleibe ich jetzt. Im Licht, diesem Frieden, einfach sein, mich angenommen fühlen. Just stay in this connection, in this beingness, being accepted as I am.
I feel whole. I feel healed. Ich fühle mich ganz geheilt. Ich, die Seele, lasse mich einfach nähren. Ich, die Seele, bekomme genau das, was sie braucht. I, the soul, just receive what I, the soul, need. This is the real nutrition. Das ist das Nähren auf der Seelenebene. Very, very slowly, I come back. Ganz langsam komme ich zurück. This experience stays with me. Diese Erfahrung bleibt mit mir. This experience stays with me in my life, in connection with others. Diese Erfahrung bleibt mit mir. In der Beziehung mit anderen. Om Shanti. Now I hand over to Anna. Thank you, Ursula.
And a very, very warm welcome to all of you, and especially to my special sister, my spiritual sister, Kanan Patel. So, vielen Dank, Ursula, für die schöne Meditation und ein ganz besonderes Willkommen, besonders auch meine besondere spirituelle Schwester Kanan Patel, die mit uns ist aus Botswana heute Abend. So I will share a few things about Kanan. Ich werde ein paar Sachen über Kanan mitteilen. I remember Kanan was born in Kenya, in Africa, but originally she is from Gujarat. And then she came to the UK to study, and decided that after a while, she decided that actually there was a more important study that was more close to her heart. So she wanted to become a spiritual student. And then she moved to the Global Retreat Center in Oxford. And that's where I met her first. And I was going there in 2002, I think it was. And so I experienced Kanan always as a very warm and open person who was really having good relationship with everyone. I felt her easy nature was making her very approachable for everyone. And she would go towards people when she felt there was a need to give some special attention. So, jetzt muss ich mal übersetzen. Ne? Ich mache ein bisschen lange auf Englisch. Ich kenne Schwester Kanan aus Oxford. Und zwar Kanan ist geboren in Kenia, aber sie ist ursprünglich aus Gujarat, ihre Familie. Und sie kam nach England, um zu studieren. Und sie fand dann, neben dem Studium, dass es ein wichtigeres Studium gab für sie. Und sie entschied sich, ins Retreat Center zu kommen, um ihr spirituelles Studium fortzusetzen. Und dort habe ich sie kennengelernt, 2002, glaube ich, war das. Und ich habe sie immer als sehr warm und offen erfahren, sehr kooperativ, und sie hat immer, ist auf die Menschen zugegangen mit ihrer leichten Natur, hat sie immer einen Bezug oder Beziehung gefunden mit jedem. So, and something special I want to share. I think Kanan grew up as a princess, you know. Huh? It's like that. So she didn't have to, take up a handkerchief or anything. So Kanan ist aufgewachsen wie eine Prinzessin. Sie musste nicht einmal ein Taschentuch aufheben, wenn es runtergefallen ist, und nix. And then she came to Oxford, and there she was doing everything. Dann kam sie nach Oxford, und dort hat sie alles gemacht. And I think this is a very, very special Kanan. That's not very usual. Und ich empfinde das als etwas sehr Spezielles. Also nicht als etwas Gewöhnliches. But today, Kanan will speak to us how we can lay a foundation for happy relationship. And I think she is the right person to share her experience with us. So Kanan wird zu uns sprechen, wie wir das Fundament von glücklichen Beziehungen legen können. Und ich denke, sie ist die richtige Person, um über dieses Thema zu sprechen. Kanan, I hand over to you. So thank you, Sister Anna. And I just want to check that you can hear me. Is it clear? Yes. It's okay? Yes. Wonderful. And thank you very much for inviting me, Anna. It's
it's the lockdown in the world, but I think our relationship has unlocked after so long. And we've always been connected heart to heart, and perhaps you drew it out from me and reminded me of those days in Oxford, because it's been 10 years in Africa. And since then, all the experiences that I've actually had in those days in Oxford, it's 7 years there in Oxford, have been very useful here too. And the feeling is that whatever life has given me, the natural feeling is to give it. So And now I perhaps need to translate, otherwise I will not remember. So, Kanan sagt eben, dass das Lockdown, wo das überall stattgefunden hat, ich habe sie dann eingeladen und das hat uns wieder näher gebracht, wieder diese Öffnung gebracht, weil sie ist jetzt seit 10 Jahren schon in Botswana, in Afrika. Vorher war sie 7 Jahre in Oxford. Und yes, And- I think you continue. Yeah. Okay, thank you. And so the topic really on relationships, as you had said, I feel that the basis of happiness is really from the space of not wanting to give sorrow to anyone. So Kanan sagt, dass die Grundlage für Beziehungen, des Glücks, ist, dass wir niemandem Leid geben wollen. There was a formula from childhood, because I've known this spiritual journey since childhood. And it was this, that if you give happiness in life, life will always give happiness back to you. But if you give sorrow, then life will give back sorrow. So that stuck in my intellect since childhood. And that's the principle behind with which the foundation is laid. So Kanan wuchs auf in einer spirituellen Umgebung schon als Kind mit dieser Formel: Wenn ich Glück gebe, dann wird auch Glück zu mir zurückkommen. Und wenn ich Unglück gebe, dann wird auch Unglück zu mir zurückkommen. Und so mit dieser Formel wuchs sie auf und das begleitet sie heute noch. And so it's not that I've always had very good relationships, but I've always felt that any relationship I've had, I've learned to understand this much, that in each relationship, there's going to be the advantage and the disadvantage, the strength and the weakness. Both are going to be present in all human beings. So, Kanan sagt, sie hat nicht immer nur gute Beziehungen gehabt, aber sie hat gelernt, dass es in jeder Beziehung, dass es Vorteile und Nachteile gibt und dass sie etwas lernen kann in jeder Beziehung. And so it was a choice I had. Do I want to learn from their strengths and then adopt them in my life to see the benefits? Or Und sie hat gesehen, sie hat eine Wahl, ob sie die Stärken der anderen sehen wollte und das in sich aufnehmen wollte und da Wohltat davon nehmen wollte, oder? Or will I choose to look at their weakness, and then that's what's going to be filtering inside me? Oder ob sie auf die Schwächen schauen will und das wird dann sich in ihr, wird ihre Sichtweise filtern, wie sie die anderen sieht. And so it was very clear that each time I see anyone in the world, whoever it is, whether they are spiritual or not, educated or not, they are a soul, a child of the divine, and they are
worthy of respect and love equally. Es war sehr klar für sie, wenn sie mit jemandem traf, ob jetzt jemand spirituell war oder nicht, ob jemand sehr gebildet war oder nicht, dass jeder eine Seele ist, ein Kind von dem höchsten Wesen. And the secret of happiness is, when I was thinking about this topic, the image that appeared very strongly was a radiant sun, a very bright, radiant sun. So das Bild, das ihr hochkam, war das Bild einer strahlenden Sonne, wenn sie jemandem begegnet ist. And if this sun is full and giving, then I begin to feel cheerful inside me. Und wenn die Sonne voll ist und scheint, dann fängt sie an, in sich heiter zu werden und glücklich. And so there begins to become a natural sense of giving, and the glow begins to become visible. Und dann wird es ganz natürlich zu geben und innerlich kommt ein inneres Strahlen. And when there's a glow that's visible in the heart, then there is a sense of growth in all directions. Und wenn es von innen heraus dieses Strahlen gibt, dann gibt es auch einen inneren Wachstum in alle Richtungen. And that growth can happen in all directions. Spiritually, my thoughts, my feelings vibrate that sense of love and givingness. So, und dieses Strahlen geht in alle Richtungen, in den Gedanken, in der Sichtweise, in den Worten. Und dieses Gefühl von Geben, von Liebe in alle Richtungen. And then there's the feeling that glow and that growth happens through the emotions, and a sense of resilience gets built. Und dann hat sie das Gefühl, dass diese Strahlen und dieses Wachstum zu einer großen Widerstandskraft heranwächst. And also, I begin to see that the physical, the health begins to improve and wealth begins to grow. Und sie hat auch gesehen, dass auf der physischen Ebene die Gesundheit zunimmt und auch, dass der Reichtum zunimmt. And so the cells in the body also begin to feel those vibrations, and they absorb it and they begin to reflect it. So die Zellen im Körper fangen auch diese Schwingungen auf und sie reflektieren diese Energie. So when I'm feeling in this beautiful space, there's a sense that actually the mind and the heart and the intellect is flying. There's a flying stage experienced. So, wenn sie in diesem Gefühl ist, dann hat sie die Erfahrung, dass der Geist und der Intellekt sehr leicht sind und fliegen, in einer fliegenden Stufe. And the benefit of this flying stage is, first, I'm able to go beyond the pull of this physical matter. Und die Wohltat dieser fliegenden Stufe ist, dass sie fähig ist, jenseits von der physischen Anziehungskraft von der Materie zu gehen. We all know that we are human beings. Wir wissen alle, dass wir menschliche Wesen sind. And that the word human simply means that which is connected to matter, the physical body, flesh and bones. Und das
Das Wort menschlich ist, wissen wir alle, dass das sich auf die Materie bezieht, auf das Physische. Und das heißt Fleisch und Knochen. And the being is connected to that part that is not visible with these eyes, but you can experience it, you can feel it. Und das Wesen ist verbunden mit der spirituellen Anteil von mir. Wir können es nicht sehen, wir können diesen Teil nicht sehen, aber wir können es spüren, wir können es verstehen. And so when I'm able to create this beautiful thought that I, the being, am the one who is using this body, this costume, then it's as if I have got the right sense of identity. So, wenn ich fähig bin, das zu fühlen, dann habe ich auch diese Erfahrung, dass ich in der richtigen Identität bin. And then I begin to understand where happiness comes from. Und dann fange ich an zu verstehen, woher das Glück kommt. I, the being, am a being of eternal peace. Ich, das Wesen, bin ein Wesen von ewigem Frieden. And there's the saying that I have this body. Und es gibt diesen Spruch oder diese Aussage, dass ich einen Körper habe. So who is this I that we need to talk to? So, wer ist dieses Ich, auf das wir uns konzentrieren? And so the I is the I that is always in a state of stability, truth, and purity. Und das Ich ist dieser Teil, der immer in dem Zustand von Reinheit, von Wahrheit und von Glück, ne? Did you say happiness? Or did you say peace? Peace. Peace, truth, and Frieden, purity. Wahrheit und Reinheit. And so these qualities of the eternal being is the experience that is always there, present. So diese Qualitäten des ewigen Wesens sind die Qualitäten, die immer da sind. And how can you tell that these qualities are always there, present? So, wie kann man erkennen, dass diese Qualitäten immer da sind? Well, ask the question, can you be angry 24 hours in a day non-stop? So fragt euch einfach, kann ich für 24 Stunden wütend sein, unaufhörlich? I don't think so. There's no Guinness Book of Records where someone's been 24 hours angry in the world. Sie glaubt es nicht. Es gibt im Guinness-Buch der Rekorde niemanden, der eben so lange wütend war. And so it tells me that if we do get angry for a few moments or maybe a few hours if it's bad, but after that, we want to be at peace. We want to just let go and say, leave me alone. Let me be at peace. So der Beweis dafür ist, dass wenn wir mal wütend werden, dann ist es vielleicht für ein paar Stunden und dann sagen wir bald einmal, na ja, lass mich jetzt in Ruhe, lass mich in Frieden. And so it tells us that our natural nature is peace, and that is the truth that we always want to be in. Und das sagt uns, dass unsere natürliche Natur der Frieden ist und dass wir eigentlich immer in diesem Frieden sein möchten. And this is the secret of remaining happy. I don't need to think about it. I need to just remember it. Und das ist das Geheimnis davon, glücklich zu sein. Ich muss nicht darüber nachdenken, ich muss mich nur daran erinnern.
because that is my original self. weil das mein ursprüngliches Selbst ist. And that's the secret of powerful relationships. Und das ist das Geheimnis von kraftvollen Beziehungen. And when you're in this beautiful space, it's very easy to create it when one is meditating like we did from 7 to 7:20 in the beginning of this program. So, wenn wir in diesem schönen Zustand sind, wie wenn wir meditiert haben von 7 bis 7:20 Uhr, dann ist es sehr einfach, das zu erfahren. And this feeling stays with us when we are tapping into very beautiful thoughts and words and atmospheres. Und dieses Gefühl bleibt mit uns, wenn wir in diese schönen Gedanken, Gefühle, in diese Atmosphäre eintauchen. And in any relationship, a relationship means an exchange of love and happiness. It's a two-way process. Und in jeder Beziehung ist es ein Austausch von Frieden, von Glück, von Liebe. Und es ist immer beidseitig, so ein Geben und Nehmen. And the first relationship I need to connect with is myself. Und die erste Beziehung mit der Person, mit der ich mich verbinden muss, ist mit mir selbst. How much do I talk to my mind with a lot of love? So wie viel spreche ich mit meinem eigenen Geist mit sehr viel Liebe? How much do I understand the power of the mind that I have? Wie viel verstehe ich die Kraft des Geistes, den ich habe? We only have one mind, Wir haben nur einen Geist and this mind is 24 hours on the job. und dieser Geist arbeitet 24 Stunden am Tag. It never stops. Er hört niemals auf. It simply creates thoughts. Er schafft einfach nur Gedanken. And from those thoughts, if the intellect decides to focus on them, Und von diesen Gedanken, wenn der Intellekt dann entscheidet, sich darauf zu konzentrieren, auf diese Gedanken, it then manifests through the body in the form of behavior, actions, gestures. und dann wird das sichtbar durch den Körper, durch Verhalten, durch Gesten, durch Worte. And so majority of the communication that the mind does is through the body. So die Mehrheit der Kommunikation, die der Geist macht, ist durch den Körper. And in a relationship, for example, if you take a situation of a classroom where there is a teacher and a student relationship. Und zum Beispiel in einer Beziehung, zum Beispiel in einem Klassenraum von einem Lehrer und von einem Studenten oder Schüler. Then in that relationship, if the student is scared of the teacher, it cannot learn or absorb that knowledge. So in dieser Beziehung, wenn der Schüler Angst hat vor dem Lehrer, dann kann er nicht lernen, dann kann er nichts in sich aufnehmen. No matter how beautiful the teacher may give the teaching through words. Wie wunderbar auch die Lehrer But if the student, durch Worte.
But if the student catches the vibrations of fear, then there is a block in that relationship. Aber wenn der Student diese Energie der Angst empfindet, dann gibt es eine Blockade in dieser Beziehung. And so majority of our communication is through our body language. Und die Mehrheit von unserer Kommunikation findet durch unsere Körpersprache statt. They say that 90% of our personality is underneath, like an iceberg, underneath the water. Man sagt, 90% unserer Persönlichkeit ist unterhalb, wie in einem Eisberg, unterhalb des Wassers. And so let me pay attention to my inner vibration, what I create through my body language first. So lass mich sehr aufmerksam sein, was ich in mir erschaffe. Und zuerst durch meine Körpersprache, wie ich das ausdrücke. Because if that is perfect, if that is the feeling of warmth and comfort and openness, weil wenn das perfekt ist, wenn das das Gefühl von Offenheit, von Freundlichkeit, von Freundschaft vermittelt, unser Verhalten, then whatever the words the teacher may speak, was immer dann der Lehrer sagen mag, the student will absorb it very fast and clearly. Dann wird der Student die sehr schnell und klar absorbieren. And therefore, we know the secret of happiness in a relationship. Und deshalb kennen wir das Geheimnis des Glücks in den Beziehungen. It's always how you feel first that others catch the vibration of. Es ist immer, wie man sich fühlt, was andere zuerst wahrnehmen von uns. If someone enters a room and you feel there's something not right about this person and you begin to cringe, you begin to freeze, you know that something's not right. So, wenn man in einen Raum kommt und man spürt so, wie man anfängt, so sich zu verspannen und so innerlich einzufrieren, dann weiß man, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. But when someone enters the room with a lot of happiness and radiating and bright with some good news, then you want to connect with that person. Aber wenn jemand in einen Raum tritt mit sehr viel, so sehr glücklich und sehr offen, mit einem guten, Neuigkeiten, dann will man mit dieser Person sich verbinden. And so I have a choice which personality I want to develop in my life. Ich habe also die Wahl, welche Personalität ich entwickeln möchte in meinem Leben. And now I'd like to share a story that is a personal story of an incident that happened to me in 2016. Sie möchte jetzt eine persönliche Geschichte, die ihr selber passiert ist, im 2016 erzählen. I was in Nairobi and very occupied in the center with a few projects and retreats that we had. Sie war in Nairobi und sie war sehr damit beschäftigt mit einigen Projekten und Retreats, die sie da hatten. And I was invited to help out in these. Und sie war eingeladen, auszuhelfen in diesen Projekten. And after we had finished in 1 month, und nach einem Monat, als sie damit fertig waren, I fell off the staircase in the center.
Dann ist sie die Treppe runtergefallen im Zentrum. As I was rushing down and I was looking for my phone. Als sie heruntergerannt ist und nach ihrem Telefon gesucht hat, fiel sie die Treppe runter. And that was the most painful incident of my life because I remained there on the floor for 1.5 hours with 5 broken bones in my leg, underneath my knee. Und sie sagt, das war die schmerzhafteste Erfahrung in ihrem Leben, weil sie blieb 1,5 Stunden am Fuß der Treppe liegen mit 5 Knochenbrüche unterhalb des Knies. And so in that pain, I understood one thing, that I'm going to be actually going through pain for quite a while now because of this incident in my intellect. Als sie diesen Schmerz erfahren hat, wusste sie, dass dieser Schmerz sie für eine Zeit lang begleiten würde. War ihr das ganz klar? And this was going to be my test paper of happiness. Und das würde quasi ihre Prüfung sein, ihres Glücks, um ihr Glück zu testen. And at that time, I got a signal from my mentors, my senior sisters. Und in dieser Zeit erhielt sie ein Signal von ihren Mentoren, den älteren Schwestern. That just smile, keep smiling. Und das Signal war einfach, lächle, fahr fort zu lächeln. And you can imagine in sheer pain, how was that going to be possible? Und ihr könnt euch vorstellen, in dieser voller Schmerzen, wie war das möglich? But I had decided that in this condition, I was bedridden, I was operated, I had 7 nails and a plate in the leg, and through all of that, aber sie hatte sich entschieden. Sie wurde operiert, sie hatte 7 Platten und Nägel in ihrem Bein und sie war ans Bett genagelt, so quasi. Aber sie hat sich entschieden. through all of that, I had to maintain my vibration of happiness and cheerfulness. Sie hat sich entschieden, dass durch all das hindurch, dass sie diese Schwingung von des Glücklichseins und der Heiterkeit aufrechterhalten wollte. And it was very clear that I couldn't do anything, so I had to be dependent on others to do things for me. So, es war ganz klar, dass sie selber nichts machen konnte und ganz abhängig war von anderen, dass sie Dinge für sie machten. Though you may feel I was a princess and I had everything done for me, I learned in Oxford to do everything myself because I felt that life is about learning to be independent and not depending on anything. So wie ich am Anfang gesagt habe, ne, sie wuchs auf wie eine Prinzessin. Sie hat in Oxford gelernt, unabhängig zu sein und hatte auch dieses Ziel, im Leben nie abhängig zu sein von anderen. And now I was in a situation more dependent than even at home when I was a child. Und jetzt war sie in einer Situation, wo sie noch abhängiger war, als sie zu Hause war als Kind. And in that, I had to maintain very good relationships. Otherwise, nobody would give me food or medicine or give me a bath with a lot of love. Und darin musste sie war sie darauf angewiesen, ganz gute Beziehung aufrechtzuerhalten, weil sie sonst nichts zu essen und keine Hilfe erhalten hätte. So there is a limit to human beings' capacity. They may help you for a week, but after that, you have to help them too. Es gibt eine Grenze für die Menschen, wie lange sie einem helfen wollen. Eine Woche, ja, aber dann muss man ihnen auch etwas zurückgeben. And so the first
secret that I had to apply to myself is, whoever comes into my room, I am going to smile at them with the vision that I'm grateful for what they are bringing for me. Und das erste Geheimnis, das sie angewendet hat, war, dass wenn immer jemand zu ihr in den Raum kam, gab sie diese Schwingung der Dankbarkeit für all das, was sie für sie taten, weiter. And I knew very well that my body was vibrating a huge amount of pain, so it was not in the right vibration. Und sie wusste sehr gut, dass sie durch den Körper sehr viel Schmerzen erfuhr und dass der Körper nicht in der richtigen Schwingung war. And whoever was going to come in the room, they were going to also feel that vibration. Und wer immer auch in diesen Raum kommen würde, würde auch diese Schwingung wahrnehmen. So I had to be so grateful that they took the courage to come in front of me as a patient. Also sie hat dann sich so dankbar gefühlt, dass sie vor sie kamen als Patientin, so quasi, um ihr zu helfen. So I had a 12-hour shift of nurses for about 2 months to help me. Für etwa 2 Monate hatte sie 12-Stunden-Schichten von Krankenschwestern, die kamen, um ihr zu helfen. And so my relationship with them was such that they are my angels. Und die Beziehung mit ihnen war so, dass sie dachte, das sind meine Engel. And that the Almighty, the higher being, has sent them as a gift for me to be taken care of. Und das höchste Wesen hat sie zu mir geschickt als Geschenk, damit sie nach mir schauen. And they took care of me so well, that even till today, we have very, very good connections. Und sie haben so gut auf sie geschaut, dass sie bis jetzt immer noch sehr gute Verbindung miteinander haben. And this is the secret of good relations, that you know that you are not in the good vibration, but at the same time, you make the effort to purify your mind, and you make the effort to smile irregardless, and that becomes a habit which develops into a personality forever. Und das ist ihr Geheimnis, also egal wie der Körper dran ist, dass sie ihren Geist reinigt, um diese positive Energie auszustrahlen, dass sie daran arbeitet und das wird dann Teil von der Persönlichkeit. So even the head coordinator of the center, Sister Vedanti, gave that certificate after 2 weeks coming back from the hospital, that Kanan, every time I enter her room, she's smiling always. Und sie bekam sogar ein Zertifikat von der Leiterin, die verantwortlich ist für den Dienst in ganz Afrika, dass wenn immer sie aus dem Zimmer kam von Kanan, dass sie immer lächelt. And so it is true that Sister Anna did mention, if I think about it, there have been good relationships because of that reason, that it is a choice. Und sie erinnert sich, also als ich am Anfang sie vorgestellt hat, sie hat gesagt, mit diesen guten Beziehungen, es ist einfach auch eine Wahl. Another area that I'd like to talk about is the learnings that I have had through Daddy Janki. Und ein anderes Gebiet, worüber sie sprechen möchte, ist, was sie gelernt hat von Daddy Janki. Daddy Janki war die Leiterin von den Brahma Kumaris und sie ist in diesem Jahr, war sie 104 Jahre alt, war voller Weisheit und Liebe und sie hat uns sehr viel gelehrt. Und heute dieses Jahr hat sie ihren Körper verlassen, die Seele.
And she was meeting a group of very responsible teachers in meditation and coordinators of the Brahma Kumaris centers in India. So, die Junkie hat eine Gruppe von Personen getroffen, die sehr viel Verantwortung hatten als Meditationslehrer in Indien. And I happened to be there where she was 102 years old at that time. Und sie war da, als sie 102 Jahre alt war. And she said to these teachers that you all have duties, responsibilities, you are in charge of centers, you have students. Und sie sagte zu diesen Lehrern, ihr habt alle Verantwortung, ihr habt alle eure Pflichten, ihr habt Studenten. And you are all taking care of the entire works of the Brahma Kumaris very well. Und ihr kümmert euch sehr gut um den ganzen Dienst der Brahma Kumaris. And even at the headquarter levels, every department is performing their role so well and moving forward. Und sie sagte, und auch im Hauptzentrum in Mount Abu, jede gibt sein Bestes in jedem Department, also jeder Abteilung und in verschiedenen Bereichen. And she said, I don't have a role or a responsibility or a center or students or a department. Und sie sagte, ich habe keine Rolle, ich habe keine Verantwortung und keine Studenten und keine Rolle. And so, what makes Dadi so that she is able to sit in front of you today like this? Und sie sagte, ja, was macht Dadi zu Dadi, sodass sie heute so, wie sie ist, vor euch sitzen kann? She says that Dadi's role is to be happy and to give happiness to all of you and stay happy. Und sie sagte, Dadis Rolle ist es, glücklich zu bleiben und euch alle glücklich zu machen und Glück zu verbreiten. And so Dadi simply takes happiness from the Supreme and then gives happiness to everyone. Und Dadi nahm einfach dieses Glück von der höchsten Quelle und gab es anderen weiter. And so it is so simple, the secret of happiness. Simply take your awareness beyond the body and connect to the being of light and really draw that energy into the mind and body and radiate it horizontally. So vertically taking that power, vertical relationship, but horizontally also giving that power to every soul, every human being, nature and animals at the same time. Und sie sagt, es ist sehr einfach, dieses Geheimnis des Glücks. Wenn wir einfach nach oben von der höchsten Quelle diese Energie in uns aufnehmen und dann vertikal das weitergeben an die Natur, an die anderen Menschen, an die Tiere. And secondly, she's always shared this beautiful secret with us that it's easy to create happiness and peace and to enjoy it. Und zweitens hat sie gesagt, immer, es ist sehr einfach, Glück und Frieden im Leben zu erfahren und sich am Leben zu erfreuen. But then why does it disappear so quickly? Aber warum geht es denn so schnell weg? She says that there are 3 robbers that take your peace away, and that is why you become unhappy. Und sie sagte, es gibt 3 Räuber, die euren Frieden stehlen und deshalb werdet ihr unglücklich. The 3 robbers are first, fear, second, doubt, and third, worry.
Und die drei Räuber sind erstens mal Angst, zweitens Zweifel und drittens sich Sorgen zu machen um alles. So fear is created because I do actions again, become influenced and do the wrong thing. Then guilt is generated. Ich weiß, dass ich etwas nicht tun sollte, aber ich mache es trotzdem und dann schaffe ich dadurch Schuldgefühle. Worry. And worry is created because either I think of the past or the future. Und mich so immer zu sorgen, das erschaffe ich, indem ich immer an die Vergangenheit denke oder mich Sorgen mache um die Zukunft. We know that whatever has happened an hour ago, we cannot change it. Wir wissen, was immer geschehen ist, wir können es nicht verändern. It's happened. Es ist and geschehen it's done. und es ist vorbei. We learn from the past, but we don't need to think about it. Wir lernen von der Vergangenheit, aber wir müssen nicht ständig darüber nachdenken. We know that even in 1 hour, we have no idea what's going to happen. Wir wissen nicht, was in einer Stunde passieren wird. And so, why does the mind wander in these two areas? Und weshalb irrt dann unser Geist in diese zwei Richtungen herum? The reason it wanders is because we forget the power of being in the present. Der Grund, warum der Geist umherirrt, ist, dass wir vergessen haben, in der Gegenwart zu sein. The only power we have to create happiness is now, in the present. Die einzige Kraft, die wir haben, um Glück zu erschaffen, ist im Jetzt, in der Gegenwart. And so, if I want to get rid of worry, the simple secret is be in the now, here, this moment. Wenn ich all diese Sorgen loslassen will, ein ganz einfaches Geheimnis ist, dass ich ganz hier in der Gegenwart bin. Then lastly, doubt. Und dann zuletzt Zweifel. Doubt is very similar to worry, but more than doubt, it is the ability to hold that thought very strongly in the mind when pain is generated. So Zweifel funktioniert sehr ähnlich wie sich Sorgen zu machen, aber es ist noch viel stärker, wenn wir einen Gedanken sehr stark in unseren Geist halten, dann verursacht er Leiden. And so even if you hold a mug of water, wenn wir eine Tasse but Wasser halten, you hold it for 5 minutes, kann man es 5 Minuten halten and then for 1 hour, und dann für eine Stunde. and if you hold it for 24 hours, you might get paralyzed. Und wenn ihr es vielleicht die Tasse für 24 Stunden hält, dann seid ihr vielleicht gelähmt nachher. But the mug was very light. It was not heavy. Aber die Tasse war sehr leicht, sie war nicht schwer. So we create our own pain by holding on to a thought too long in our mind. Wir erschaffen Leid, indem wir einen Gedanken zu lange nachhängen in unserem Geist. And so these are the 3 robbers that I have to be careful of, that don't take my happiness away. Ich muss sehr auf diese 3 Räuber Acht geben, dass sie nicht mein Glück mir wegnehmen. And lastly, to end with, if there is a very, very difficult relationship Und zum Schluss, that you are going through,
wenn wir durch es eine ganz schwierige Beziehung gibt, durch die wir hindurchgehen. And I've had this once in my life. Und sie hatte dies einmal in ihrem Leben. And I did this practice for 3 years to overcome this. Und sie hat für 3 Jahre diese Übung gemacht, um das zu überwinden. There was a research done in a mental hospital in the US. In den USA gab es in einer Psychiatrie ein Forschungsprojekt, That the doctors failed to heal the patients in that hospital. In diesem Spital waren die Ärzte nicht fähig, die Patienten zu heilen. Even the staff did not want to stay when they came in to do their work because it was very challenging. Und auch die dort arbeiten wollten, eigentlich nicht dort sein, weil es sehr herausfordernd war. And so there was one doctor who came and did something that no other doctors did. Und dann kam ein Arzt, der etwas machte, was niemand zuvor gemacht hatte. He didn't see any patient physically. Er hat keinen Patienten physisch gesehen, But simply, he took the cases of each patient, the file of each patient, in front of him. aber er hat die Krankengeschichte von jedem Patienten vor sich hingestellt, also angeschaut. And as he felt the pain of each patient's history, Und er spürte den Schmerz der Geschichte von jedem Patienten. on reading their history, he created 3 thoughts in his mind. Und während er ihre Krankengeschichte gelesen hat, hat er in seinem Geist 3 Gedanken erschaffen. To purify that feeling, he used these thoughts. 1, Um diese Gefühle zu reinigen, erschaffte er 3 Gedanken. Erstens, I love myself. ich liebe mich selbst. Second, I thank myself. Zweitens, ich danke mir. And third, I forgive myself. Und das 3. war, ich vergebe mir selbst. And so what he did with these 3 thoughts is he cleaned his heart as he was going through these reports. Und was er mit diesen 3 Gedanken gemacht hat, war, dass er sein Herz gereinigt hat, während er durch diese Krankengeschichten durchgelesen hatte. So he was visualizing his relationship with this patient, with this trauma, healing. Und er hat diese Patienten mit ihrem Trauma visualisiert, wie sie langsam heilten, Without looking at the patients. ohne dass er Direct. die Patienten jemals direkt gesehen hatte. And results showed that the staff stayed longer. Und als Resultat blieben die Angestellten länger And the patients healed faster. und die Patienten wurden schneller gesund. Within 4 years, the entire hospital was shut down because there were no patients. Und They were all normal. innerhalb 4 Jahren wurde das Spital oder die Psychiatrie geschlossen, weil alle gesund wurden. Alle wurden wieder normal. And this therapy then became well known. It was known as the Ho'oponopono therapy. Und diese Therapie wurde dann bekannt als diese Ho'oponopono-Therapie. And you can check it out if you want on the YouTube. Und wenn ihr But- möchtet, könnt ihr in YouTube nachschauen. I Aber- heard of this later, but when I did it and I heard these 3 thoughts, I experimented with it with one particular challenging relationship. And you won't believe it, even if this person now was sitting next to me, you will not know that this was the very person that possessed my mind for a whole month.
Und sie hat dann damit experimentiert, mit dieser Person, wo sie Probleme hatte. Und das Resultat war so, wenn sie neben dieser Person saß, hätte man nie gedacht, dass das eben diese schwierigste Beziehung war für einen ganzen Monat. And so this is how I began to heal the feeling in my heart for any feeling of fear, anxiety or pain. Und so hat sie angefangen, diese Gefühle wahrzunehmen in ihrem Herzen. Irgendwelche Gefühle von Angst, von Schmerz. Ja. And so this is what is the secret to relationship for me. Und das ist das Geheimnis Simply für sie. repeat those thoughts. I love you. I thank you. I forgive you. And they are very deep secret thoughts that work like magic. Und einfach nur wiederholt diese Gedanken in eurem Geist. Ich liebe mich. I love myself. I forgive myself. Ne? Ich vergebe mir. Forgive myself. Yes. Und ich danke mir. So forgiveness is a huge part in cleaning the heart. Das hat eine große Rolle gespielt, darin ihr Herz zu reinigen. Diese Gedanken. And we all know. And we all know when we forgive and we forget and we let go, we feel so good. And cleanliness is a feeling of happiness and protection. Und wir wissen, wenn wir loslassen, wenn wir vergeben und vergessen, fühlt sich das so gut an. Und diese Sauberkeit in uns drin ist die Grundlage für das Glück in unserem Herzen. And so I end here, just to end with this beautiful note that firstly, my relationship with the divine. And when I get that right, that he is that one, the ocean of love and peace. And then whatever relationship I have with others, I aim to give it to others, not to take. The minute I take, I create heaviness. Und sie will damit enden, dass zuerst das Wichtigste ist diese Beziehung mit dem Höchsten, wo sie alles nimmt, und dann in Beziehung mit anderen, wo sie nicht diese Erwartungen hat oder etwas nehmen will, sondern dass sie diese gebende Haltung hat. So thank you. And if there are any comments or questions, I'm happy to Vielen Dank. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Fragen habt, dann seid ihr willkommen, diese aufzuschreiben im Chat. Matthias had asked in the chat whether there is any questions, and no one asked anything, so we can have a meditation. No? Beautiful. Great. So if there's no questions, then we can understand they've understood everything in their homes. Wait, and all the viewers are happy. One question is coming. Oh, there's a question, right? Yes, just now. Someone is giving a big thanks. Several are giving a big thanks. Several are giving a big, oh yeah. You can hear what he said. Several are giving a big thanks. Eine Frage. One question. How to erase doubt from the mind? How can you erase doubt from your mind? That question. Very powerful. Very, very good question. Eine sehr gute Frage. There's two aspects. There's the mind, which creates thoughts and feelings and emotions.
Das sind zwei Aspekte, der Geist, der Gedanken, Gefühle und Emotionen erschafft. And it goes in all directions, past, present, future. It has no limits of time and distance. Und er geht in alle Richtungen, die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, hat keine Grenze von der Zeit. But the second aspect is the intellect that we have. Aber der zweite Aspekt ist unser Verstand oder auch Intellekt, den wir haben. And the intellect is like our wisdom keeper that holds the knowledge and information that we retain. Und der Intellekt oder der Verstand ist der, der die Weisheit enthält. When you empower your intellect and give understanding, wenn wir unseren Verstand stärken, and what there was is understanding I didn't get there. When we empower our intellect, reasoning. Yes. If you give understanding to the intellect und and wir give knowledge with understanding to und the intellect, wir nähren den Intellekt mit Wissen, then the mind will follow that direction. und dann wird der Geist diese Richtung folgen. So if I have the right quality of information in my intellect, the mind will follow in the right direction. Wenn ich die richtige Richtung von Wissen in meinem Intellekt habe, dann wird der Geist die richtige Richtung folgen. So say for instance, I am doing something and I need to concentrate, but all sorts of thoughts are coming in. And I can't focus. Zum Beispiel muss ich etwas tun und ich sollte mich konzentrieren, aber alle Arten von Gedanken kommen und ich kann mich nicht konzentrieren. And I feel overwhelmed and I can't do the work. Und dann fühle ich mich überwältigt und kann meine Arbeit nicht machen. I need to ask the question, why am I doing this work? What is the purpose and meaning in it? Dann muss ich mir die Frage stellen, warum tue ich diese Arbeit? Was ist der Sinn und Zweck dieser Arbeit? If I have knowledge of that action, why I'm doing it, and the benefits that I'm going to achieve from it, I keep that clear in my intellect. Wenn ich das Wissen habe, von dem, sorry, I just lost it. Can anyone help me? You repeat it? Mm-hmm. Yes. If in your intellect, you know why you need to do that action, you have a reason for it, you can even see the benefit of it when you do that action. Wenn ich in meinem Intellekt weiß, warum ich etwas tue, wenn ich den Grund dafür kenne, dann die Wohltat darin erkenne, dann kann ich diese Handlung umsetzen. Then your mind will easily support your intellect. Und dann wird unser Geist sehr gerne den Intellekt unterstützen. Because the mind is like a child, it just needs direction. That's it. Unser Geist ist wie ein Kind, er braucht einfach Anleitung. So you have to convince your mind with a lot of love why the mind needs to focus on that action. And when the mind focuses on that action, what is the benefit that the mind will receive? You need to convince yourself. So the intellect will do this work. Wir müssen den Geist überzeugen, warum er etwas tun muss, was die Wohltat davon ist. Und der Intellekt muss diese Arbeit ausführen, den Geist zu überzeugen. So for example, this month, I'm very clear that I want to lose weight. Example. Zum Beispiel ist sie sich sehr klar, in diesem Monat will sie zum Beispiel abnehmen. And every day I explain to my mind, if you eat this and if
you decide to exercise this much, then this habit will help you feel lighter. So, dann sagt sie ihrem Geist, dass wenn du diese Sache isst und wenn du jeden Tag diese Übungen machst, dann wirst du dich leichter fühlen. And you will see that your happiness will increase, your self-respect will grow. Und dann wirst du sehen, dass dein inneres Glück zunimmt und deine Selbstachtung auch. And when you give this happiness, your health will improve, your money will increase, and you will be able to open new opportunities in your life. Und dann wird die Gesundheit sich verbessern, Geld wird leichter kommen und wir werden fähig sein, neue Türen zu öffnen in unserem Leben. So, more you convince your mind every day, you fill the intellect with the right knowledge, right information, your mind will not create doubt. It will be satisfied and support you. Wenn wir unseren Intellekt mit den richtigen Gedanken, mit der richtigen Information füllen und diese unseren Geist führt, dann wird der Geist nicht Zweifel erschaffen. And that's how we change any addiction. Und so werden wir jede Abhängigkeit verändern können. Und jede Sucht. Is that okay? Did the Ist das okay? Very good. Okay. Hat's noch eine Frage? Now, someone wrote that she got many answers to current situations. Someone said, did you understand what Matthias said? Someone said that the person got very many answers to the current situation. Yes, it's true. And this is the secret, that when you can't go outside, to all the viewers that are listening, just go inside and keep your intellect very powerful. And this method is created for you to listen. In this hour, guaranteed, even 1.5 hours now, guaranteed your intellect would have become very powerful. And you will have a mind that is peaceful. So einfach, wenn ihr denkt daran, gut, wir sind jetzt nicht mehr im Lockdown, aber wenn ihr nicht nach draußen gehen könnt, dann geht nach innen. Und ihr seht schon in diesen 1,5 Stunden, wo ihr hier wart und zugehört habt und euren Intellekt mit in diesen positiven Wissen, Information gefüllt habt, wie er sehr kraftvoll geworden ist. In dieser kurzen Zeit, ne? So good luck to you all, and we are sending a lot of love and remembrance from Botswana to you all there in Zurich, and whoever is listening. So sie wünscht allen viel Glück. And protection and safety, and so you are healthy, wealthy and happy. Und das so viele gute Sachen. So von Botswana schickt sie uns all die besten Wünsche und allen Schutz und dass ihr alle glücklich und zufrieden und reich seid. So we will end with some meditation, Kanan. Let's go into the experience of it now. Yeah. So before we start, I want to say a very warm thank you. So it was very clear. Right. At the beginning, I was a bit struggling with translating. So you were very much adapting, slowing down. Thank you. So now let's have a powerful meditation. And thank you, because you have also given me the opportunity to first time share online to you outside the continent. And so a lot of blessings and love to you. And you've always been a friend that doesn't need any distance in time. It's the heart to heart. It's more than just a limited connection. So sie bedankt sich da. Are you still here? Yes, sorry. I made a move. An earthquake. So Kanan just said that it's her first time that she is online outside of. Okay. Now it's yes. Internet is gone.
join. Okay, now you're back. Visible again. And so she is grateful for that, to have that opportunity. Okay. So let's begin. I can't hear you. The microphone is on. Ist das Mikrofon drin? I think so. Kannst du hören? Ich höre es nicht. Weißt du, zum Übersetzen? It's on. Yes. Can you hear me? Okay, now it's coming. Yeah, the sound was... Yes, now I can It's hear okay? you. Yes. Okay. So let's experience all these beautiful thoughts that we've been exploring this evening. So, lass uns all diese wunderschönen Gedanken, die wir erforscht haben, jetzt erfahren. The first step, let me become present in the home that I am sitting in now. Der erste Schritt ist, dass ich jetzt gegenwärtig werde in dem Zuhause, wo ich jetzt sitze. I listen to all the sounds and pick up as many as I can. Und ich With höre my all ears. den Klängen zu, und den Geräuschen, und ich nehme so viele wahr wie möglich. I can feel the temperature in this room. Ich kann die Temperatur in diesem Raum spüren. I can feel the feet on the ground. Ich spüre die Füße auf dem Boden. And I invite you to allow yourself to sit beautifully with a straight back Und on your chair. ich lade euch ein, aufrecht zu sitzen auf eurem Stuhl, with your neck level. mit einem geraden Rücken. And you may close your eyes if you wish. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen schließen. And take a deep breath in Und and out. einen tiefen Atemzug einatmen und dann wieder aus. Oxygen is free of charge. Breathe as much as you want. Breathe in and breathe out. Sauerstoff kostet nichts und ihr könnt so viel atmen, wie ihr möchtet. So atmet ein und dann wieder aus. And now, let us take our attention away from the outside and bring it to the inside. Und so lasst uns jetzt unsere Aufmerksamkeit von außen wegnehmen und sie nach innen leiten. And I connect to my inner being, Und ich where I verbinde, visualize a beautiful star sitting in the middle of my forehead. mich mit meinem inneren Wesen und ich visualisiere einen wunderschönen Stern in der Mitte der Stirn. I, the being, Ich, the das bright Wesen, star, am a being of peace. ich bin ein Wesen von Licht. I'm a being
of love. Ich bin ein Wesen der Liebe. I'm a being of purity. Ich bin ein Wesen von wahrer Liebe. And with this beautiful feeling, I visualize this star radiating white light Ich bin ein strahlender Stern von strahle weißes Licht into my entire body. durch meinen ganzen Körper. The white light spreads Und das from my weiße Licht face to the entire body, to the tip of my toes. Das weiße Licht dehnt sich aus von meinem Kopf durch meinen ganzen Körper bis in meine Fußspitzen. Every cell in this body is radiating the light of peace, love, and purity. Jede Zelle in meinem Körper strahlt die Energie von Frieden, von Liebe, von Reinheit aus. And I repeat this beautiful thought in my mind. I love myself. Und ich wiederhole diesen wunderschönen Gedanken in meinem Geist. Ich liebe mich. I thank myself. Ich danke mir. And I forgive myself. Und ich vergebe mir. And as I breathe in and breathe out, I breathe in love and breathe out love. Und während ich einatme und ausatme, atme ich Liebe ein und ich atme Liebe aus. And now, let us take our attention beyond this room, Lass mich jetzt meine Aufmerksamkeit above the city, gehe mit meiner Aufmerksamkeit jenseits von der Stadt, like a radial view of a bird flying higher and higher. wie eine Radiowelle oder wie ein Vogel, der immer höher und höher fliegt. Beyond this continent, Jenseits dieses Kontinents, beyond this globe, jenseits von dieser Bläue, past the moon, jenseits sun, des Mondes, the stars, and the entire galaxy. jenseits der Sterne und der gesamten Galaxie. And I enter a beautiful spiritual dimension of golden red light. Und ich trete in eine wunderschöne spirituelle Dimension von goldenrotem Licht ein. And in this world of infinite light, I can see a beautiful star pulling me towards it. Und in diesem wunderschönen, unbegrenzten Licht sehe ich einen wunderschönen Stern, der mich zu sich hinzieht. The star represents the ocean of love and the ocean of peace
and happiness. Und der Stern repräsentiert den Ozean der Liebe und der Ozean des Glücks. It is the being's eternal parent. Es ist das Wesen, die ewige Elternseele. And I am drawn with this beautiful light in love and protection. Und ich werde angezogen von diesem wunderschönen Licht des Schutzes. And when I feel this light penetrating within my being, all negativity dissolve away. Und wenn ich fühle, wie dieses Licht in mich eindringt, spüre ich, wie alle Negativität sich auflöst. All heaviness begin to melt away. Und alle Schwere fängt an wegzuschmelzen. I absorb love and I release all pain in the being. Ich absorbiere Liebe und ich lasse alles Leid los. And I absorb so much light that all darkness in the soul vanishes. Und ich absorbiere so viel Licht, dass alle Dunkelheit in der Seele sich auflöst. And now I thank this beautiful divine being for this experience. Und ich danke jetzt diesem wunderschönen göttlichen Wesen für diese Erfahrung. And I bring this experience returning back to the physical dimension of the universe. Und ich bringe diese Erfahrung mit mir zurück in die physische Dimension des Universums. And as I fly down to Earth, I can see the entire globe in front of me. Und während ich hinunterfliege, kann ich den gesamten Weltball vor mich sehen. I share this vibration to all my brothers and sisters in the world. Und ich teile diese Energie, diese Schwingung mit allen Brüdern und Schwestern der gesamten Welt. I share this vibration that may all my global family be safe and be happy and protected in this love. Ich teile diese Schwingung mit meiner Weltenfamilie, dass alle beschützt sein mögen, glücklich und im Frieden. May all animals and nature receive this vibration of peace, love, and protection too. Mögen alle Tiere und die ganze Natur diese Schwingung erhalten von Frieden, von Schutz und von Liebe. And now I fly back to this continent and to the city. Und jetzt fliege ich zurück in meinen Kontinent und in die Stadt. And I center myself back in this room in the middle of my forehead. Und ich zentriere And the eye.
Und ich zentriere mich in diesem Raum in der Mitte meiner Stirn. And allow this beautiful feeling of spiritual power and light to radiate through the mind, Ich erlaube diesen wunderschönen, through this body, into my entire being. ich erlaube diesem wunderschönen Gefühl von Frieden und Liebe durch meinen Geist und durch meinen Körper zu strömen. And may it stay protected and safe. Und mögt ihr alle beschützt und sicher bleiben. And every relationship I have with everyone stays healthy and powerful. Und jede Beziehung, die ich habe mit jedem, möge kraftvoll sein und gesund. Om Shanti. Om Shanti. So thank you very much, Kanan. I will change for those who still want to remain in that vibration to video, so they can still continue to stay in that experience.